Dies ist die Geschichte eines dieser Spiele, die es nur gibt, weil die richtigen Faktoren zusammengekommen sind. Fighting is Magic gehört leider nicht dazu. Dieses Fanspiel zu der Serie My Little Pony Friendship is Magic wurde vom Lizenzträger Hasbro mit einer Unterlassungserklärung versehen. Ich bin persönlich kein Fan von Fighting Games, aber mit diesem Spiel haben die Entwickler bewiesen, dass sie Prügelspiele verstehen und wollten mit diesem Titel einen tiefgehenden Ableger des Genres schaffen. Doch dann passierte etwas, das sich kaum jemand erklären konnte. Lauren Faust, die Autorin von Friendship is Magic, bot an, neue Figuren zu zeichnen und eine neue Welt zu schaffen, damit die Entwickler die Arbeit von Fighting is Magic in ein neues, originelles Spiel übernehmen können. So tauchte sie im Pitch-Video zur Indiegogo-Kampagne zum Spiel auf, welches Anfang 2018 tatsächlich als Early Access Titel erschien. Es heißt Them's Fightin' Hurts. Und ich finde, es wirkt sehr ansprechend. Fighting Games als Genre haben den Ruf, nicht sonderlich einsteigerfreundlich zu sein. Ich habe mich ein bisschen umgesehen und die folgenden Spiele sind angeblich gut, um in diese Spielart reinzukommen. Und all diese Beispiele teilen sich eine allgemeine Prügelspiel-Ästhetik, um auf eine bestimmte Zielgruppe abzuzielen. Und hier fällt mir auf, dass es kaum Prügelspiele gibt, die explizit an Mädchen gerichtet sind. Und hier, denke ich, liegt das Potenzial, das Lauren Faust in Fighting is Magic erkannt hat. Eine der größten Stärken von Lauren Fausts Version von My Little Pony ist nicht, dass sie die Femininität der Serie weiterführt oder gar umwirft, sondern dass sie erweitert. Alle tragenden Figuren in der Serie sind weiblich und sie werden trotzdem nicht geschont. Sie gehen auf alle Arten von Abenteuern und erledigen alle Arten von Aufgaben. Und das beinhaltet Kämpfen. Wo Fighting is Magic es von dem Quellmaterial übernommen hatte, führt Them's Fightin' Hurts es konsequent weiter. Mit pastellfarbenen Hintergründen und Charakteren, fantastischer Animation, einem komplett weiblichen Cast, sowie einem großartigen, sich dynamisch an das Gameplay anpassenden Soundtrack, der genretypisch treibend und basslastig ist, aber welcher auch durch die Instrumentwahl in den Charaktermelodien mit Dingen wie ein Mark III, Xylophon, Klavier und Theremin ein Thema der Weiblichkeit durchzieht, ohne welches es die Unterstützung von Lauren Faust und damit wahrscheinlich sogar dieses Spiel nie gegeben hätte.